Also gut, was mag denn das Geheimnis Zauberers gewesen sein? Hat er vielleicht als Team agiert? War das Geheimnis vielleicht, dass er überhaupt nicht der Zauberer war? Over here. Vielleicht hat er ja sogar auch die Tricks von jemand anderem geklaut. Lynette's not joining us today? I've had her follow Gemma and see if we can make any inroads with her. They should be at a cafe right now. Still, I don't think that Gemma's likely to open up to us. So, we need a contingency plan. Also, wo sollen wir anfangen? Sollen wir vielleicht zum Tatort gehen? Um uns, sagt das Ganze mal, naja, von nahen anzusehen? Today, we'll be looking into a guy named Lorenzo, Cesar's former pupil and assistant. When Cesar passed away, all the stolen goods discovered in his home were confiscated and returned to their rightful owners. But Lorenzo was the only one privy to all his magic secrets, and he inherited his craft. Before long, Lorenzo was the next big magician in town, his fame surpassing even that of his master, and it made him very wealthy. He's since left the magic scene though, and these days, he's a wealthy businessman with his fingers in a lot of different pies. Also, ich gehe wirklich davon aus, er wiederum hat seinen Meister, ermordet, ihm, die ganze Geschichte mit dem Diebzobel angehängt. Seine Freundin, also Verlobte Gemma, hat das herausgefunden, jetzt, nach über 10 Jahren, und will sich jetzt, rächen. I had to pull a lot of strings, but I managed to get him to agree to a couple of drinks with me. Be warned though, I hear he's got a hair-triggered temper. We'd best be careful. Also gut, befragen wir also Lorenzo im Hotel. Was mag das Geheimnis des Zauberers sein? Oh, generell, Geheimnis des Zauberers. Muss ja jetzt dann wirklich nicht unbedingt ja der Zauberer sein, von dem wir ganz gesprochen haben. Kann natürlich jetzt das Geheimnis des Zauberers Lorenzo sein. You neglected to mention that you were bringing 2 other people with you. My apologies. These 2 are my assistants. When they heard that I was meeting with the former magic maestro himself, they begged and pleaded with me to bring them along. And if it's no trouble, a couple of autographs would really make their day. Oh, forget the pleasantries, just sit. Get a load of this guy. Forget the pleasantries, he says, but he looks pretty happy about Lenny stroking his ego. I only agreed to meet since we're both magicians. Do me a favor and cut to the chase. I have more important things to do than drinking. Much obliged, sir. As it happens, the matter I want to address is also related to magic. Yesterday morning, a warning letter from the Phantom Weasel appeared on the entrance to the Opera House. He claims to be planning something for the same evening that I'm scheduled to do a magic show there. As such, I believe that I may well be his target. I have to get to the bottom of this to ensure that my show can go ahead as planned. Naturally, any investigation into the Weasel starts with a few questions about Cesar, who... What is there to investigate? Cesar was the Weasel and he's been dead for 10 years. So what if some sick creep thought it'd be funny to write a warning letter? It changes nothing. Are you trying to tell me you actually bought it? Please, sir, no need to get so worked up. I do concede that a copycat is but one possibility. Possibility? It's a fact, Linny. Look, my patience is limited, so listen carefully while I'm still willing to put up with you. The Weasel is dead. Period. Everyone knows that, so do yourself a favor and quit this investigation. It'll lead you nowhere. Look, if this affects your magic show in any way, I will personally compensate you for any losses. Oh, sir, I'm honored, really. But this isn't about finances for me.
My pride as a magician is what's at stake here, Lorenzo. Copycat or not, this person has thrown me the gauntlet, and I must meet their challenge head on. Your pride? Don't mince words with me, boy. Just tell me, what exactly are you seeking to do? I want to find out the Phantom Weasel's true identity. I have to know for myself what really happened 10 years ago. What would that accomplish? And what do the events of 10 years ago have to do with you, anyway? Look, you of all people should know that a magician never reveals their secrets. And in any case, dead men don't talk. So if you really care about your magician's pride, then you'll forget about Cesar and move on. Okay, der Zusammenhang da jetzt, sagt mit Linnea, könnte natürlich auch sein, Linnea hat sich natürlich die Zauberei ja auch von einem anderen Zauberer abgeguckt. Hat er uns ja auch mal erzählt gehabt. Also könnte jener Zauberer, den er ja abgekupfert hat, oder besser gesagt, von dem er die Zauberei gelernt hat, vom bloßen Ansehen, das könnte dann sicherlich Cesar gewesen sein. Den wiederum hat er als eine Art Mentor angesehen und dessen Tod hat ihn dann sicherlich sehr stark getroffen. Und dass er jetzt die Wahrheit herausfinden will, ist natürlich jetzt nur verständlich. Und dass Lorenzo irgendwas mit dem Tod von Cesar zu tun hat, na, da bin ich mir jetzt auch ziemlich sicher mit seinem Verhalten. Uh-oh, this is getting awkward. Lorenzo? Is that? Oh, it is you! I know that big, booming voice anywhere. What's up, my man? Want to grab a drink with me? Another day, I'm busy. Oh, come on. You can't be all business all the time. You know what they say? Live fast, die young. You gotta learn how to kick back and relax once in a while. If I wanted your life advice, I'd ask for it. Now get out of my face and go be drunk somewhere else. Sorry, my good sir. I don't believe I've had the pleasure. Oh, hey! Edmondo. He and I are business pals. We worked together a bunch of times. This is your first time meeting him? Oh, he's always like this. Foul-mouthed and hard-nosed. Never heard a kind word out of this guy the whole time I've known him. And he wonders why he can't get a girlfriend, despite being, what, pushing 40, 30, something? Anyway, point is, a lot older than when he first got rejected by the girl he was into. And he's still into, from what I hear. Und jene Person war jetzt sicherlich die Verlobte seines Lehrmeisters Cesar, Gemma. In sie war er verliebt und er hatte seinen Rivalen der Liebe aus dem Weg geräumt. Aber trotz allem konnte er nicht Gemma für sich gewinnen. Shut up and get out of my face. Another word out of you and you can forget about doing business with me ever again. Do I make myself clear? Sorry, I may have had a little too much to drink. All right, I'm gonna leave. Don't work too hard. I think it's high time I made a move as well. If you really want to investigate this, Linnea, be my guest. But if nothing good comes of it, don't say I didn't warn you. Well, that fell to pieces in a rather spectacular fashion. Any thoughts? Tja, irgendetwas ist seltsam an ihm. Er verbirgt was. Totally. And what was all that about compensating you for your losses? Why would someone you just met make an offer like that? He's gotta be hiding something. And not like Gemma. She was a little suspicious, but this guy's definitely covering something up. I think so too. We need to look into Lorenzo more closely. That guy Edmondo seems to know a thing or two about him.
He only just left. Let's see if we can catch up with him. Höchstwahrscheinlich können wir ihn einholen. So betrunken wie er war, da kommt er nicht gerade sehr weit. Aber wir können uns erstmal was zu essen bestellen. Geehrter Gast, brauchst du was Bestimmtes? Ja, ich würde gerne die Speisekarte sehen. Hier bitte. Also gut, ich brauche erstmal Entenkoffee, das Rezept. Dann sag Rezept für eine Pilzcremesuppe, Fischer Aspik, Foie, Geraste Fontaine, eine Lasagne und eine Poisson-Suppe, bitte. Natürlich nehme ich mir dann, sag noch ein paar Flaschen Fanta mit. Die flotte Tante, dann sag auch. Knoblauchbaguette, mal wieder. Eine Pilzcremesuppe, ja gerne. Ja, das Schnitzel. Dann natürlich noch ein bisschen Mehl. Sahne, Butter. Ja, noch ein bisschen Schinken. Bisschen Zucker. Krebsrogen, Konfitüre. Ja, noch ein bisschen Käse, noch ein bisschen Speck. Und noch ein bisschen Wurst. Gut. Die kleine Reiseverpflegung hätten wir also jetzt dabei. Also mal sehen, ob wir, sagt, noch Edmondo einholen können. Und dann auch mal hoffen, dass er nicht aus Versehen einen unerwarteten Unfall auf einmal hat. So, Edmondo, Edmondo, Edmondo. Gleich hier um die Ecke. You okay there? Who are you? Oh, it's you guys. Don't worry about me. I must have had one too many. I just need to ride it out. I say way too much back there, didn't I? Yeah, I nearly talked myself into complete financial ruin. Note to self, no more drunken chats when Lorenzo's around. So, he was serious about threatening to cut you off? Ugh, Paimon knew he was a bad egg. Hey, keep your voice down. Don't go prying into Lorenzo's personal affairs. Bad things happen to people who ask too many questions or make an enemy out of him. What kind of bad things? Don't even ask. I'm sorry. I'm gonna have to cut this conversation short. I'm not crossing that line again. And take it from me, trouble with Lorenzo is one thing you don't need in your life. You saw him flare up back there. I don't know what you said to him, but clearly it touched a nerve. That's not a good sign. You're too young for this. Don't get in over your head. I'm leaving. And there he goes. What do we do now, Lenny? Shh. I think we're being watched. Someone was listening in to our whole conversation. Don't say anything and don't look back. Any altercation in the city will attract the guards. We'd better take this elsewhere. Also gut, verlasse die Stadt und locke die Verfolger heraus. Nichts leichter als das. Dann machen wir uns mal auf in die Nähe der Oper. Es wird zwar sicherlich jetzt noch ein bisschen dauern, bis dann der letzte Akt jetzt hier auftaucht oder gestartet werden kann.
Aber darum geht's ja jetzt auch noch nicht. Es sind hier noch ein paar Fragen ja offen. You followed us a long way. Why don't you come out and introduce yourselves? So you're Lenny. And where's your sister? Ain't she with you today? Save us the trouble and go fetch her for us. Let's not drag this out. Paimon doesn't like the tone of your voice, mister! Who sent you, huh? Na, wer wohl? Lorenzo hat die geschickt. Save your questions, missy. You ain't gonna need answers where you're going. Capiche? Mauermaler De Niro. Warte mal, wie hieß denn der, sag jetzt der Erste? Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Pacino? Looks like we can't avoid this fight. Now, I'm not the strongest fighter, so I hope you're ready to back me up. Und du bist ein 5-Sterne-Charakter und kannst nicht gut kämpfen? Don't worry, we got this! Na gut. Dann erledige ich das jetzt mal schnell. Solidify. Gegen De Niro, Pacino. Water jet. Ah, Moment. And voila! Verdächtiges. Here comes the finale. Tja, das war wirklich ein ziemlich heftiges Finale. Curses. They're tougher than we thought. Okay, der ist ja wirklich Pacino. Vision wielders are always trouble. Intimidation ain't gonna work like it did on the lady. Come on, let's scram. Ah ja, die Mafia hatte also Gemma bedroht. Und an ihrer Hand verletzt. Hey, wise guys! We ain't through with you yet! Oh, they got away! Did you catch what they said just before they left? Something about intimidating someone else. Sounds like they just wanted to rough us up as a scare tactic, and they've already done it to someone else, but who? Tja, könnte es Gemma sein? You're right. She was injured when we saw her yesterday, and she acted like she had something to hide. Maybe she was too scared to tell us the truth because those guys had threatened her. Well, if that's the case, she should be more willing to open up to us once she learns that those thugs won't be bothering her anymore. Let's head back to the cafe and see if we can get any information from her. Tja, ein paar Informationen werden wir jetzt sicherlich kriegen. Aber werden wir damit auch das Geheimnis des Zauberers lüften können? Ich glaube ja eigentlich nicht, dass es jetzt schon so einfach sein wird. Aber komme was wolle, es wäre jetzt sogar auch ziemlich unwahrscheinlich, wenn Lorenzo jetzt beim besten Willen, er sagt, nicht für den Mord an Cesar verantwortlich wäre. Dann muss es aber wirklich, er sagt, noch eine dritte Partei. Glaube ich jetzt irgendwie nicht. Ich glaube jetzt wirklich, das könnte vielleicht jetzt sogar auch ein guter Trick von Linné vielleicht sein. Er tut, er sagt jetzt gerade so, als würde er, sagt, in diesem Falle ermitteln. Um, er sagt, die wahre Identität herauszufinden. Es kann aber auch in diesem Falle so sein, dass er das Ganze so inszeniert hat, damit er, sagt, die Mörder aufscheucht. Und so die Wahrheit aufdecken kann. Irgendwie sowas in der Art. Also, unauffälliges Beobachten ist irgendwie was anderes. Gemma? You again. What is it this time? We just ran into the men who've been threatening you, and we gave them a taste of their own medicine. So, you can relax now. We're here to protect you. What? Why?
I didn't tell you anything. Why would they come after you? Sounds like they're no strangers to you. That's putting it mildly. I know them all too well, and I hate them with every fiber of my being. It's been 10 long years, and still every time I try to look into Cesar's death, they show up and warn me not to do anything stupid. How do I know I can trust you? Do you really think you can get to the bottom of it all? And why are you doing this? I'm afraid I can't reveal all the details just yet, but I can promise you this. I will expose the Phantom Weasel's true identity. Because you see, this is a personal matter of the utmost importance. I give you my word. Trust me. Okay. How can I help you? Also ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, Linné hat dann sicherlich auf alle Fälle von Cesar die Zauberei erlernt. Auch wenn er sagt, vielleicht ihn niemals richtig unterrichtet hat. I've heard that Cesar used to have a magic workshop where he kept a lot of his personal effects. If possible, I'd like to take a look at them. Do you know where it is? The Fleuve Sonde. But the place was sealed up by the police after his death, and no one's been there since. I also know that the Fleuve Sonde is dangerous territory. Lots of hostile groups lurking around. If you're serious about going there, please be careful. Understood. Lynette, you stay here and take care of Gemma. Don't let her come to harm. Got it. But if I'm staying here, I'm ordering dessert. I mean, bon appetit. But stay sharp, too. They're likely to come for you while I'm away. Okay. Alright. Power saving mode off. I'll start taking this more seriously now. Und wir betreten jetzt auf jeden Fall die Zauberwerkstatt eines Zauberers. Stellt sich jetzt mir bloß die genaue Frage. Sind wir dafür jetzt eigentlich in der richtigen Stelle? Ist es jetzt, sag, eine Höhle, also ein Dungeon, den wir betreten? Oder müssen wir dafür jetzt, sag, doch erstmal ein bisschen tiefer gehen? Es könnte, sag, jetzt auf alle Fälle so sein, dass wir ein bisschen tiefer gehen müssen. Oder vielleicht ja auch nicht. Das ist jetzt erstmal eine sehr spezielle Frage. Aber so wie es aussieht... müssen wir dann wirklich erstmal einen Schritt tiefer gehen für unsere Ermittlung. Wir müssen also wirklich erstmal einen Schritt tiefer. Da sieht man vor allem auch mal wieder, dass ich überhaupt nicht so richtig auf den Namen dieses Ortes mal geachtet habe. Für mich war das jetzt einfach bloß die Kanalisation so gewesen. Und ein bisschen unspektakulär. If Gemma gave us the right location, then the workshop should be right nearby. Looks like these boxes are blocking the entrance. Let's shift them away first. Du hilfst dir, die Kisten zur Seite zu schieben. Tatsächlich scheint es einen Durchgang zu geben. There we go. It should be just down here.
Rein also in den nächsten Dungeon. Zauberwerkstatt betreten. Und ja. Früher war dies die Zaubererwerkstatt von Cesar. Wenn man sich aber so die Kisten anschaut, die sich vor dem Eingang stapeln, ist schon lange niemand mehr hier gewesen. Tja, sagen wir jetzt einfach mal so. Aber ich schätze einfach mal, wir werden hier drin mal wieder auf ein paar Schatzräuber treffen. Dann sowieso auch noch auf ein paar Uhrwerkroboter. Uhrwerk-Mechas. Und ja, vielleicht hier sogar auch schon wieder Pacino und De Niro. Die Wahrheit und das Geheimnis soll ja auf jeden Fall nicht ans Licht kommen. Das hört sich aber jetzt irgendwie auch richtig nach altertümlicher Erkundungsmusik an. So this was Caesar's workshop. Nothing suspicious here, just normal magic props. What's hidden further? Naja, so normal sind die Sachen hier nun auch nicht. What was that? Oh, is this one of Caesar's gadgets? Guess we must have triggered some sort of device. Hä? Tja, nett. Oh, ich hab's noch gewusst. Uhrwerk-Mechas. Order guide you. Gather. Tja, das Wachpersonal. Step right up. Lights out. You can't run. Time for retribution. Wipe out. Go. I will have order. And voila! Let's get this show on the road. Stabilize. Judgment. Go. Burn. Step right up. Whoa. Look. The doll in the box is glowing. There's something written on the card on this doll. Let's take a closer look. Das Ganze sieht aber wirklich auch sehr interessant hier aus. Warte mal, was war das jetzt? Wundertüte? Wunschliste. Ich hätte gerne einen endlosen Eimer an Brathähnchen. Paimon, ist das deine Wunschliste? Ich hätte gerne eine neue Schultasche. Hinweis, es gibt auf dieser Welt keinen endlosen Eimer an Brathähnchen, genauso wenig wie es kein Kind gibt, das niemals erwachsen wird. Außerdem ist der Verzehr von zu viel fetthaltigem Essen schädlich für dich. Also ist unbedingt mit etwas gesünderem wie Salat in Ordnung, Cesar. Okay. Ich hätte gerne eine kleine Taube. Ich hätte gerne einen tollen Roboter. Hinweis, für ein Haustier brauchst du die Erlaubnis deiner Eltern und musst dich gut um es kümmern. Dieses Mal habe ich eine flauschige Spielzeugtaube für dich mitgebracht. Wenn du eines Tages bereit bist, ein Haustier zu halten, zaubere ich dir beim nächsten Mal eine echte Taube herbei, Cesar. Er war auf jeden Fall wirklich ein ziemlich guter Kerl gewesen. Lorenzo wiederum
Der ist wohl das schwarze Schaf der Zauberergilde. Was war das jetzt? These magic boxes are moving. What do we do? One of them looks different from the rest. Let's investigate. Ach so, wir müssen, er sagt, den richtigen treffen. Okay, darauf hatte ich, er sagt, wirklich nicht geachtet, aber trotz allem den richtigen getroffen. Warte, was ist jetzt, er sagt, hier wieder mit der Wunschliste? Wann können wir zu deiner Hochzeit kommen, Onkel Cesar? Ich werde deine Zaubershow immer noch sehen wollen, wenn ich groß bin, Onkel Cesar. Musst du wirklich auf Tournee gehen? Kannst du nicht bei uns bleiben, Onkel Cesar? Hinweis, sucht, die diesmaligen Wünsche haben wirklich meine Erwartungen übertroffen. Die Hochzeit wird bald stattfinden, ihr seid alle eingeladen. Die Tournee ist bereits geplant, aber ich werde auf jeden Fall zurückkommen und solange euch meine Show gefällt, könnt ihr euch meine Show jederzeit gerne ansehen, Cesar. Interessant, interessant, interessant. Ich hoffe, dass sich meine Eltern versöhnen können. Ich hoffe, dass ich bei der nächsten Prüfung gute Noten bekomme. Ich hoffe, dass meine kleine Schwester eines Tages ein normales Leben ohne Gefahr führen kann. Also, das war jetzt auf jeden Fall ein Wunsch der den Lunay geschrieben hatte. Hinweis, Kinder, ihr könnt alle eure Probleme mit Onkel Cesar teilen, aber wenn es sich um einen Wunsch handelt, der nicht durch einen bestimmten Gegenstand erfüllt werden kann, müssen wir alle hart arbeiten, um diesen Wunsch wahr werden zu lassen. Dennoch hoffe ich, dass alle eure Wünsche eines Tages in Erfüllung gehen, Cesar. That's weird. Have we reached the end already? There's nothing here. Maybe this was a wasted trip. Was schaust du dir an, Lunay? This place seems a little too ordinary for a magician's workshop. There's a distinct lack of mystery. We've triggered quite a few devices on the way here. I'm starting to wonder whether Cesar built this whole place as one big, elaborate magic contraption. If so, then there must be more to this place than meets the eye. Maybe a hidden room somewhere. Aha! If I just move this book, then hopefully... And... presto! A secret passageway! How did you know? I'm a magician too, and apparently great minds really do think alike. Looks pretty big inside. Let's head in and take a look around. Naja, so weitläufig wird es am Ende wohl auch nicht sein. Erstmal hier eine einfache Truhe aufgegabelt. Ach, nicht ihr schon wieder. Water jet! Punishment! Now disappear! Here comes the finale! Oh, das ging schnell. Das ging jetzt wirklich schnell. Ein großartiges Finale. Ist also doch alles ein bisschen größer, als was ich jetzt annahm. Order guide you. Solidify. Time for retribution.
Victors? Sind wir dann jetzt eigentlich überhaupt in der richtigen Richtung gegangen? Go! Step right up. A round of applause. Ja, wir waren auf jeden Fall in die richtige Richtung gegangen.